Bei Deutschlands Sucht den Superstar ist Dieter Bohlen, 64, als knallharte Pop-Titan für seine ehrlichen und schonungslosen Sprüche bekannt. Privat sieht das ganz anders aus. Der Erfolgsproduzent hat ebenso eine weiche Seite als liebevoller Familienvater. Über die Jahre machte er aber auch immer wieder Schlagzeilen mit zahlreichen Beziehungen. Grund genug, sein turbulentes Privatleben Revue passieren zu lassen. Noch von Nadel, Verona und Co. war Dieter Bohlen lange Zeit mit der Songwriterin Erika Sauerland, 63, liiert. Im Jahr 1983 gaben sich die beiden das Ja-Wort. Nach 6 Jahren scheiterte die Ehe im Jahr 1989. Gemeinsam haben Bohlen und Sauerland die 3 Kinder Mark, 1985, Marvin, 1989, und Marjelin, 1990. Hier lässt sich eindeutige sein Faible für Vornamen mit dem Anfangsbuchstaben M erkennen. Dieter Bohlen und Erika Sauerland mit Sohn Mark 1986 Vassiljena heute sind, waren Dieter und Nadia Abed El Farag, 53, zwischen 1989 und 2001. 12 Jahre führten sie eine stürmische On-Off-Beziehung, die auch in den Medien für skandalöse Schlagzeilen sorgte. Zwischen 1996 und 1997 erfolgte die längste Beziehungspause zwischen Dieter und Nadel. In dieser Zeit vergnügte sich der Frauenheld mit einer anderen Dame. Dieter Bohlen und Nadia Abed El Farag 1992 an 13. Mai 1996 heiratete Dieter Bohlen Verona Feldbusch in Las Vegas, kurz nachdem die Beziehung zu Nadia Abed El Farag erneut zerbrochen war. Doch auch die zweite Ehe des Modern Talking Stars war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Bereits nach 4 Wochen reichte die damals 26-Jährige die Scheidung ein. Der Grund: bei einem Streit habe sie Bohlen versehentlich einen scharfkantigen Schlüssel ins Gesicht geworfen, daraufhin soll er sie Mediengerüchten zufolge im Affekt geschlagen haben. Nachdem die Scheidung am 27. Mai 1997 rechtskräftig wurde, kam Dieter noch einmal kurz mit Nadel zusammen, bis auch die Liebelei mit der TV-Moderatorin ein Finalesende nahm. Dieter Bohlen und Verona Feldbusch 1996. Ganze 5 Jahre waren Dieter und seine Stefania Küster ein Paar. Damit zählt die Liebe zu der 38-Jährigen definitiv zu den konstanteren im Leben des Hitkomponisten. Dieter und Stefania schritten von 2001 bis 2006 gemeinsam durchs Leben und bekamen den gemeinsamen Sohn Maurice Cassin. Der heute 13-Jährige arbeitet derzeit bereits an einer erfolgreichen YouTube-Karriere, eben ganz der Papa. Dieter Bohlen und Stefania Küster 2002. Seit 2006 ist Fatma Karina Walz, 34, die Frau an der Seite von Dieter Bohlen, und das wird vermutlich auch so bleiben. Denn es sind mittlerweile schon 11 Jahre, die das Paar gemeinsam und sehr glücklich miteinander bestreitet. Verriet Dieter gegenüber der Klösser. Dieter Bohlen und Lebensgefährtin Karina Walz 2007 kennengelernt haben sich der Supertalent-Juror und die Deutschlibüren Medienberichten zufolge kurz nach der Trennung von Stefania in einer Diskothek auf Mallorca. Nach 5 Jahren Beziehung kam Tochter Amelie am 24. März 2011 zur Welt,
Im September 2013 folgte Sohn Maximilian. Damit ist Dieter heute stolzer Sechsfach-Papa. Mit Carina und den beiden gemeinsamen Kindern lebt der 64-Jährige derzeit in einer 100 Jahre alten Villa im niedersächsischen Tötinsen. Im Sommer verbringen sie meist mehrere Wochen auf der Sonneninsel Mallorca, um die Seele baumeln zu lassen. Anders als viele ihrer Vorgängerinnen meidet Carina das Blitzlichtgewitter größtenteils, was sicherlich auch im Interesse von Dieter ist. Nur selten ist die Liebste des Pop-Titans bei öffentlichen Auftritten an seiner Seite. Doch für die Weihnachtsmarkteröffnung auf Gut Edebichel im November 2018 begleitete die Schönheit ihren Schatz und plauderte im RTL-Interview sogar munter über ihre Beziehung. Schwärmte sie. Der Alltag sei bei den beiden perfekt strukturiert, verriet Carina. Und auch nach knapp 12 Jahren Beziehung scheint es bei den beiden nicht langweilig zu werden. Dieter überraschte im Interview sogar mit einem pikanten Sexgeständnis. So offen hatte der Pop-Titan bisher nicht über die schönste Nebensache der Welt gesprochen. Ach, bei Carina kann Dieter einfach so sein, wie er ist. Nach einem anstrengenden Dreh für DSDS und Co.